Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Wir befinden uns heute auf EU11 und wir werden noch ein bisschen in die Dungeons reinschauen. Wir werden noch gucken, ob wir im Märchenturm ein bisschen weiter vorankommen und vielleicht ja unser kleines privates Epic-Event noch ein bisschen spielen. Denn ja, so lange werde ich auf dem Server wahrscheinlich hier nicht mehr verharren. Ich denke mal, dass auch bald der nächste Server irgendwann kommen wird. Und ja, dann wäre das mein 5. Account und das wird dann bald auch wieder zu viel werden. Es haben sich auch schon viele verabschiedet hier von der Gilde. Was ich eigentlich vorab schon ja, öfter erwartet hätte, weil ja nun das Ziel der Gilde mehr oder weniger erfüllt worden ist. Ja, der Gorgos ist nun CC, mittlerweile 135, ja, der Sponsored-Status kickt auf jeden Fall rein, würde ich mal sagen. Und ja, für mich wird es auch bald Zeit. Sorry Leute, ich laufe momentan immer noch gerade auf Sparflamme. Falls ihr das irgendwie hören oder mitkriegen solltet in den Videos, tut mir auf jeden Fall leid. Aber ich versuche mich auf jeden Fall noch so weitestgehend ja, wie möglich zu schonen. Damit ich, ja, weil ich immer noch so ein bisschen angeschlagen bin. Und deswegen, genau, ja, machen wir heute mal so ein bisschen auf entspannt, würde ich sagen. Ja, aber ich denke mal, es sollte nicht weiter schlimm sein, denn wir werden trotzdem hier einiges an Dungeons durchkloppen nebenbei. Denn im Märchenturm haben wir uns schon lange nicht mehr blicken lassen tatsächlich. Ist auch für mich persönlich immer etwas, wo ich sagen muss, ja, wenn ich so Tryhard auf einem Server spielen sollte, dann wäre so der Märchenturm auch einer der ersten, beziehungsweise wäre der gleichgestellt, der Dungeon, mit den anderen Dungeons, die ich auf der Karte habe. Momentan steht der Märchenturm für mich ein bisschen weiter hinten an, muss ich ehrlicherweise sagen, weil das für mich eher unrelevant ist, weil hier kriegst du halt nur Epics raus. Gut, was zwar sehr nützlich für deine Begleiter ist, aber abseits davon gibt er dir halt keine EP, sondern nur ein bisschen Gold. Und das ist halt für mein Vorhaben hier auf dem Server, ja, ich sag mal jetzt nicht so das Allerbeste. Ich überlege gerade, ob ich das auswechsel hier. Ich behalte mal noch die Kette. Vielleicht kriegen wir ja noch ganz random irgendwie eine zufällige 3-Stat-Halsband hier. Das wäre natürlich noch sehr viel geiler, aber mit so viel Glück, ja, das erhoffe ich mir am heutigen Tage, glaube ich, nicht. Meistens gibt es hier immer nur so Begleitergegenstände, viele alle Attribute, also meistens gibt es hier nicht so wirklich Stuff, den man wirklich so hundertprozentig gebrauchen kann, aber wir gucken natürlich und machen natürlich das Beste draus. Wir haben ja in der letzten Folge hier auf EU11 ein bisschen gepusht auf jeden Fall. Was haben wir hier schon? Talismänner, Verzauberung und Schuhe. Gut, leider hilft uns das auch nicht sehr viel weiter hier bei unserem Vorhaben in den Dungeons. Da haben wir eine neue Waffe, das ist schon mal wichtig. Gucken wir mal gleich, ob die Kunigunde damit was anfangen kann. Ist natürlich die Spanne auf jeden Fall entscheidend. Aber ich glaube, als wir letztes Mal uns equipped haben beim Epic-Event, da kamen, glaube ich, auch ein paar Begleiterwaffen mit ran. Nur die Kunigunde, die blieb relativ leer aus, glaube ich. Deswegen sehr interessant, wir schauen mal rauf. Und wir haben 3-Stat, ist gut. Spanne geht so, ist aber auf jeden Fall besser. Deswegen Upgrade nehmen wir definitiv mit. Das hätte natürlich besser sein können. Aber einen geschenkten Gaul guckt man natürlich hier nicht ins Maul, ne? So, Schuhe. Ja, komm, scheiß auf die Rüstung. Da equippen wir auch die Schuhe. Toll. Hätten wir mal erst gucken sollen. Ja, das ist natürlich wieder hier, ja, das hätte in dem Sinne auch besser laufen können. Gut, jetzt brauchen wir es nicht mehr umequippen. Ne? Also vorher auf jeden Fall, vorher auf jeden Fall die restlichen Items im Inventar checken, bevor man übereifrig da irgendwelche ja, Gegenstände anlegt. Auch wieder neues Learning dazu bekommen hier. Ne? Man lernt ja nie aus. So, mit der neuen Waffe geht vielleicht jetzt hier noch ein bisschen was voran. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon ein paar Etagen hier gekloppt und ja, wie gesagt, eigentlich eins der etwas letzteren Sachen, die ich mache, wenn ich so einen Server verlasse hier, ist halt eben der Märchenturm. Ja, wie gesagt, aus genannten Gründen, aber für jemanden, der halt eben Tryhard und vor allen Dingen langfristig spielen will, ist der Märchenturm eins der wichtigsten Features in dem Game, weil er dir halt eben konstant immer dieses bessere Goldeinkommen gibt in der Quest und die Quests sind nun mal
ja, der wichtigste Bestandteil von dem ganzen Game hier, abseits der Dungeons, was sich dann halt eben vorantreibt. Und ja, zum Anfang macht sich das natürlich noch nicht so bemerkbar auf diesem etwas niedrigeren Level hier mit dem Märchenturm. Hier kommen wir irgendwie gerade nicht mehr wirklich vorbei. Aber früher oder später ist das auf jeden Fall essentiell, dass ihr hier auch den Märchenturm auf jeden Fall gemaxt habt. Ich habe jetzt einfach mal das hier genommen, weil meine Begleiter brauchen hier sowieso, glaube ich, noch ein besseres Item hier, ne? Ja, der Beardrahm, der kann das gut gebrauchen. So, zack. Bam. Und ja, das wird jetzt wahrscheinlich keinen großartigen Unterschied jetzt gemacht haben für mich persönlich, aber ein bisschen besser sind wir schon vorangekommen. Ja, hier ihn hätte ich ja noch ganz gerne mal down gehabt, ne? Das wäre noch ganz nice gewesen. Oh, okay. Da müssen wir uns den Try aber gleich nochmal anschauen hier. Weil der hat uns ja letztes Mal so auf die Probe gestellt hier. Der ging ja gar nicht. Und ich habe mich jetzt in der Zwischenzeit auch wirklich 0,0 verbessert irgendwie. Aber das freut mich natürlich, Stufe 220. Ja, wie gesagt, Equipment ist fast alles aktuell. Da kann man nicht klagen. Deswegen... sorry. Gucken wir mal ganz kurz. Ja, eigentlich bräuchte er hier das am meisten, denke ich mal. Deswegen geben wir das mal einfach dem Beardrahm. So, zack. Ja, das ist natürlich gut gelaufen. Allerdings haben wir jetzt wieder so einen ekelhaften Magier hier vor uns, der uns wahrscheinlich wieder nicht durchlassen will. Aber gut, ich bin schon mal sehr zufrieden, dass wir überhaupt hier jetzt die 220 geknackt haben und an dem Gegner hier vorbeigekommen sind. Das ist schon auf jeden Fall mehr, als ich gedacht hätte. Was sagen die Waffen? Boah. Ja, ist jetzt auch noch nicht so der Rede wert. Wir gucken mal, was in der Schattenwelt so abgeht. Ja, da waren wir auch schon länger nicht mehr. Machen wir mal einen kleinen Stepper in die Schattenwelt. Hier können wir tatsächlich auch, bevor wir hier uns an dem die Zähne ausbeißen, können wir auch den nächsten Schlüssel finden. Erstmal für die Lichtwelt, okay. Der Drachenhort. Geht hier schon irgendwas? Jetzt einfach mal nur so in den Raum gefragt hier? Nee. Ja, ist schwierig, aber eigentlich wollte ich den für die Schattenwelt haben. Den können wir jetzt auch schon mitunter finden. Mit ein bisschen Glück, da ist er. Ja, da haben wir schon den nächsten Key freigeschaltet. So, was sagen die Steine hier? Das sind kleine Steine, die bringen uns jetzt nicht so... Oha, obwohl, guck mal hier. Die sind tatsächlich schon besser als meine großen Steine, die ich hier bekommen habe. Tauschen wir die einfach mal aus. Dann können meine Begleiter bestimmt auch schon mittlerweile von neuen Steinen profitieren, wenn wir da ein bisschen umequippen würden. Aber eigentlich mache ich sowas lieber am Festungsevent, wenn halt wirklich nur große Steine rankommt, damit sich der Impact halt auch wirklich nochmal ein bisschen mehr lohnt auf jeden Fall. Ne? So, der grimmige Wolf, ja, der hat jetzt die Schnauze voll. Ich wollte schon sagen, so lange kann der ja hier nicht auf sich warten lassen. Ja, ich wollte jetzt erstmal nochmal hier in die Dungeons gucken, bevor wir in den neuen reingehen. Der Braunbär scheint mir auch ein bisschen schwierig zu sein. Mal gucken, wie es hier aussieht. Muss jetzt mittlerweile auch nicht unbedingt heißen, neuer Dungeon. Okay, da fallen jetzt die Gegner gleich zum Anfang relativ leicht. Jetzt wird es hier auch nämlich schon langsam ein bisschen schwieriger. Aber den haben wir mal mitbekommen. Handschuhe, Stärke haben wir jetzt aktuelle gerade am Start. Dann haben wir einen Kundschaftergürtel, den wir auch nicht brauchen. Und Kriegerschuhe. Oh. Die Kriegerschuhe, die sind ganz besonders. Haben wir Steingewinnung, so. Das war ein heftiges Upgrade hier, die Schuhe auf jeden Fall. Das kann sich sehen lassen. Neue Sneaker für den Beardrahm. So, bringt uns das hier auch erst eine Etage voran, ist die Frage. Oder beißen wir uns hier weiterhin noch die Zähne aus? Nächster Exkurs wäre dann auf jeden Fall der Wirbelwind, wo man geschwind noch das ein oder andere Level-Up mitnehmen kann. Und ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ja, dafür habe ich immer so ein bisschen die Pets gefüttert, aber nie die Habitate gelegt. Ich habe noch ein paar Habitate offen. Und ja, dadurch, dass die Habitate ja wirklich levelabhängig sind, das heißt nicht so wie die Dungeons, dass die halt eben ihren festen Wert an Erfahrungen geben, egal welches Level ihr seid, ja, passen sich die Habitate tatsächlich eurem Level an. Das heißt, umso höher ihr im Level seid, ne, umso mehr XP geben sie dann natürlich auch. Was natürlich jetzt ganz geil ist,
Und also wenn ihr die früher besiegen solltet, dann geben die euch nicht so viel XP wie jetzt zum Beispiel auf meiner Stufe. Wovor ich euch natürlich abraten würde, weil es natürlich deutlich sinnvoller ist, hier 8,4 Millionen jetzt, erstmal die Pets überhaupt alle zu besitzen, anstatt sich die so lange aufzubewahren für die XP. Ja, also es macht natürlich keinen Sinn, aber ihr seht, das ist nochmal ein ordentlicher Boost auf jeden Fall. Das kann man wirklich so sagen. Und da können wir nochmal den ein oder anderen XP Balken mitnehmen hier. So, das gleiche nochmal beim Feuer. Und ihr seht, wie schnell das hier bergauf geht, da oben links. Und Stufe 22, damit haben wir die Dauerschleife der Idole erreicht. Ja. So, haben wir das auf jeden Fall. Mal gucken. Besiegen wir noch einen hier bei Feuer? Also es ist schon echt insane. Eigentlich müsste man sich mal das so, ja, weiß ich nicht, als Projekt mal aufbewahren und das Ganze mal, ja, wirklich keine Pets legen bis Stufe, keine Ahnung, ja, am meisten XP bekommt man ja auf Stufe 393, da ist ja wirklich das Allzeithoch, sag ich mal, der XP-Einkommen, ne? Danach geht es ja dann wieder bergab und deswegen eigentlich bis dahin müsste man sich mal so die Pets aufbewahren und gar keine Kämpfe machen. Und dann halt mal zu gucken, wie viel XP man wirklich bekommt. Auf maximale Einkommensquellenstufe. Ja, wie viel man hier rausbekommt aus den ganzen Pets, wenn man wirklich noch kein einziges gelegt hatte. Ne? Man ist natürlich deutlich hinterher so mit den ganzen, mit den ganzen Statpunkten etc. pp. Ne? Weil das wirkt sich natürlich auf euren Char auch negativ aus. Aber wäre auf jeden Fall ganz lustig mal zu sehen, wie viel XP die dann am Ende des Tages geben hier. Ne? So, gucken wir mal in den Wirbelwind rein. Da entern wir uns mal noch ein bisschen schnell durch, dass die Enter-Taste glüht hier. Ja, mal gucken, wie weit wir hier noch kommen. Das ist heute wieder eine kleine Dungeon-Push-Folge. Und ja, ich denke mal, das wird auch dann einer der letzten sein, die ich hier auf dem Server dann machen werde. Denn wie gesagt, erstmal kommt wahrscheinlich in naher Zukunft wahrscheinlich bald wieder ein neuer Server, ne, ist ja so mal der Rhythmus. Und auf der anderen Seite, ja, bewegen wir uns jetzt so langsam in den Gefilden, wo ich sagen muss, okay, man kommt zwar noch gut in den Dungeons voran, so, ne, allerdings, wenn man jetzt so einen Magier bevorsteht, wie wir es jetzt gerade in der Lichtwelt haben, dann hast du da erstmal einen Blocker bis zum nächsten Epic Event wahrscheinlich. Und da kommst du dann nicht so leicht voran, auch wenn dir dieser Gegner dann im Umkehrschluss wahrscheinlich dann auch wiederum 2 Level bescheren würde. Den erstmal aus dem Weg zu räumen, ist dann mittlerweile gar nicht mehr so einfach. So, gucken wir mal ganz kurz in den Wirbelwind rein und dann machen wir aber auch, denke ich mal, für heute erstmal soweit wieder Feierabend. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mal, ich werde im Livestream noch ein bisschen, falls ich in Zukunft wieder Livestream mache, erstmal werde ich mich noch ein bisschen erholen. Noch ein bisschen auf EU11 vorbeischauen, einfach nur, dass wir hier so ein bisschen was zum Klicken haben im Hintergrund. Dafür ist natürlich immer gut. Ne? Und genau, aber sehr lange halten werde ich den Server wahrscheinlich hier nicht mehr, denke ich mal. Wie schon bereits angesprochen. So, erreichen wir noch 225. Das wäre natürlich noch ein schöner Abschluss hier. Ich weiß nicht, in der Schattenwelt nochmal gucken. Ob hier nochmal der Braunbär, hat der nochmal Bock? Der Braunbär ist die Frage. Das wäre hier schon das Level-Up. Ja, es sieht schwierig aus. Ja, es ist jetzt momentan halt wirklich ein bisschen zäh, sag ich mal. Ne? Deswegen, diese ganz lustige Zeit ist jetzt schon vorüber hier auf dem Server, wo du halt wirklich so, innerhalb von 10 Minuten 30 Level machst oder so. Das ist jetzt hier nicht mehr gegeben. Ja, schade. Lichtwelt, gut, da brauchen wir jetzt nicht weiter reinschauen, denke ich mal. Einzige können wir nochmal hier im Wirbelwind versuchen. Und ansonsten würde ich mal sagen, ja, war es das erstmal für... den haben wir noch besiegt. Danach haben wir noch einen Krieger. Okay, das sollte vielleicht noch hinhauen. Den Monsterhasen hier noch mitnehmen. Zack, und da sind wir 225. Sehr schön. Gut, auf der Stufe machen wir dann erstmal Feierabend. War nochmal ein kleiner Dungeon-Push. Und ja, Freunde, wir sehen uns natürlich morgen wieder in alter Frische, so gut es geht. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da.
Und ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.